das ist vielleicht das zweite Problem oder das Thema hinter dem Thema, was Donald Trump mit eben dieser verbalen Offensive anrichtet. Nicht nur, dass Russland jetzt um die Ecke kommt und auch China und sagt, aber hätten wir auch, weil wir haben da auch Interessen, sondern es geht ja noch in eine andere Richtung. Weil möglicherweise Russland und die Chinesen sagen, also wenn der Trump sagt, möglicherweise eine Insel mit militärischer Gewalt, warum sollten wir uns dann nicht Taiwan nehmen? Und die Russen sagen, ja, ist doch alles recht und billig. Ukraine heim ins Reich. Ja, ich glaube, also ja, so kann man argumentieren. Ich glaube sozusagen, die Chinesen und die Russen interessiert das relativ wenig, weil sie ohnehin als Staaten dieses Prinzip verfolgen. Nämlich das, was wir wollen, das werden wir uns nehmen. Das sehen wir seit 3 Jahren bei den russischen Versuchen, die Ukraine zu vernichten. Und die Chinesen sagen ja sehr deutlich, dass Taiwan zurück nach China muss auf den einen oder auf die eine oder andere Art und Weise. Also ich glaube, man liefert hier nicht sozusagen eine Blaupause für andere, sondern es ist eher andersrum, dass Trump jetzt mit seinem in Anführungszeichen imperialistischen Gelüsten nach anderen Territorien die Russen und die Chinesen eigentlich nacheifern. Aber mit welchen Konsequenzen, glauben Sie, wird es da welche geben? Zumal es ja schwierig wird, das auch durchzusetzen und militärisch höchstwahrscheinlich schon mal gar nicht. Ja, erstens glaube ich, militärisch ist das gar nicht mal so schwierig durchzusetzen. Aber der Punkt ist, Trump agiert hier, wie Trump immer agiert. Er fängt extrem an, um Zugeständnisse zu erzwingen. Und Ihre Korrespondentin hat ja bereits gesagt, die Regierung in Grönland hat ja schon gesagt, sie sei sozusagen zu einer stärkeren Kooperation bereit. Und das hat sie gesagt, nachdem Trump diese Drohung ausgestoßen hat. Das heißt, das System Trump funktioniert hier wieder, nämlich völlig überzogene Forderungen aufzustellen, Drohungen auszustoßen, um dann Dinge zu bekommen. Und wir sehen, dass diese Methode Trump hier mit Grönland einfach funktioniert. Der zweite Punkt, der allerdings wichtiger ist rhetorisch macht ja Trump Folgendes. Er droht letzten Endes, da Grönland territorial gesehen zu Dänemark gehört und damit auch vom NATO-Vertragsgebiet geschützt ist, er droht einem anderen NATO-Mitgliedstaat mit Krieg. Und das ist natürlich etwas, was eine Auswirkung auf die NATO intern haben könnte. Denn was bedeutet denn der Artikel 5 und sozusagen das kollektive Verteidigungsbündnis noch, wenn die stärkste Macht in diesem Bündnis jetzt einem anderen Bündnisstaat offen letzten Endes mit Krieg droht? Das ist ein großes Problem für die NATO. Das könnte Signale für Russland haben. Das könnte Signale für China haben, dass sozusagen die NATO als einheitlich handelnder Block im Bereich der Verteidigung am Schwächeln und am Wanken ist.